Ich höre schon die Timberwölfe. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt an denen vorbei? Wahrscheinlich nur, indem wir sie... Das interessiert mich ja sonderlich groß, wenn ich das sehe. Okay. Es hat anscheinend funktioniert. Naja. Mehr schlecht als recht, aber es ging. So, dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier drin? Antibiotika, das ist sehr gut. Weil da haben wir, glaube ich, noch gar nichts von gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, hatten wir wirklich gar nichts von. Antibiotika ist ja der Mangelware, haben wir ja mitbekommen. In der Geschichte. Wir reparieren mal die Mütze. Ja, bei der ersten waren die Timberwölfe noch ein bisschen in der Animation gefangen, so sah das zumindest aus. Das nächste Set ist im Eimer, das müssen wir draußen hinschmeißen. Hier drin können wir es nicht hinschmeißen. Ich kann es aber in das Handschuhfach legen. So, nehme ich jetzt weg. Dann essen wir doch mal ganz kurz oder trinken kurz mal was. Reicht auch schon aus. Und wir hätten ansonsten auch noch Kaffee, aber ich denke mal, bis zum Kraftwerk schaffen wir es. Eine kleine wilde Reise, auch wenn die Karte nicht so groß ist. War es jetzt doch im Zickzack, aber wir haben ja, glaube ich, zumindest die wichtigsten Orte mitgenommen. Okay, wir gehen mal unten lang. Speichervorgang. Could end up being useful. Wollen wir doch mal sehen. Black Rock Mountain Power. Okay. Bin gespannt. Machen wir sicherheitshalber was zu. Verschlossen. Okay, dann mal rein. Now, let's see about that power. Mal sehen, was hier los ist. Ist es durch den geomagnetischen Sturm passiert oder hat es jemand manipuliert? Ist das Molly oder doch wer anders? Hello. Me again. So, they sent you to check on the power plant. Yeah. I mean, that's what they asked me to do. You always do what hardened criminals ask you to do? Only when they ask nicely. You know you won't be able to get the power back on, right? The issues with the power have nothing to do with the power plant. Yes, I know. I mean, how are you so sure? Trust me. I just know. Trust you? Okay, trust goes both ways. What's your name? You can call me Jace. Okay. Nice to meet you, Jace. So what are we doing here exactly? Well, I don't know about you, but I'm not here to work on my tan. How do you fit into all this, Jace?
Are you in trouble? That psycho Donner makes it out of solitary, and we're all in trouble, Mac. Well, it's better than Mr. Mackenzie, I guess. Listen, you want to know what's going on with the power and all that? I can tell you. But first, prove yourself to me. I need your help. Wo? Where are you right now? That's not important. How did you end up at Black Rock? Car broke down when the first Aurora appeared. Well, not so much broke down as just stopped working. Like most things. It was freezing, so I got out and started walking down the road to see if I might find someone else. Or maybe some shelter. Got turned around in the darkness and snow. Everything looked pretty much the same. Wandered for hours. Nearly froze to death. Then, I found a fence. Followed it, and found a guard tower. Next thing I knew, I heard gunshots. Schüsse? It was horrible. The shots there were so many. I waited half an hour? Longer? Crept up, and I could see them slumped against the wall. Blood everywhere. It was guards, prison workers, civilians, innocents. They had executed them. I had to get out, but I know the area a bit. There's nowhere to go, really. Not on foot. I don't know if anyone's coming to help, but I figure I gotta do what I can to keep those fuckers locked up. Donner, he is evil. If he gets out, nobody within 100 clicks of this place will be safe. And if this thing lasts as long as I think it will, that would be very, very bad for all of us. Donner? What's the situation with Donner? I guess you don't follow the news much, huh? Donner's a psychopath. They have a law about something, this guy's broken it. I hear his old man Mathis isn't much better. But Donner is a once-in-a-generation criminal. Yeah. I can confirm that Mathis is not Father of the Year material. Wait, you know him? He's how I ended up here. It's a long story, but yeah. He's here to break Donner out. Shit. This is worse than I thought. What's the worst that can happen if he gets out? He gets stuck out in the wilderness and freezes to death, or gets eaten by something. Wrong. Donner gets out, he will make it his personal mission to find and hurt every living human he can get his hands on between Black Rock and the mainland. Just for shits and giggles. You worried about anyone in particular? Never mind that. We gotta keep him in lockdown. That's the only thing that matters right now. Okay, so how are we gonna make sure he stays in solitary? Trust. That's how we're gonna keep him in. Dauert. What do you mean, if this lasts as long as you think it will? Do you know something about what's going on? Never mind. I just know stuff, okay? Or suspect it. Sounds like you think it's more than just lights in the sky. It's not more than lights in the sky. And yet, it is. That's pretty cryptic. Let's stay focused on Black Rock, okay? Habe ich ja schon letztes Mal gesagt, aber sie lispelt sehr hart. You want to prove you're trustworthy? I mean, I want to help, yeah. What's in it for you? I don't much like Mathis. And he's got something I need. What is it? A metal case. What's in it? I'm not really sure. Hey, trust goes both ways, right? I'm not hiding anything from you. I really don't know. So then, just leave. Get out of here. Leave Black Rock and let the chips fall where they may. I can't. I need it. If you don't know what's inside the case, how do you know you need it? It's important to someone who's important to me. They were ready to die for it. So I need to get it back. Right. Well, maybe we can help each other. You do something for me,
and I'll find a way to help you with your little problem. Deal? I feel like I'm gonna regret this, but yeah. Deal. Okay, listen up. Even with the power out, there are physical mechanisms that the convicts can manipulate to get Donner out. I mean, they are morons, but even morons get lucky sometimes. We need to fix things so they can't accidentally break him out. And how do we do that? Well, it just so happens I have the plans to this ancient thing. I mean, a lot of the original structure and prison systems are probably Victorian era. Solitary is newer. But the stuff under Solitary, still old as shit. All right. How does that help us? We get underneath, and we bust up the systems that manage the locking and unlocking mechanisms. And we basically, well, we turn the gates into walls. We seize up the system, and it's so old, so heavy, it'd take a goddamn nuclear bomb to break them out. Let's hope. You don't have a nuclear bomb, do you? Steam tunnels. Steam tunnels, right. What about steam tunnels? You get into the old steam tunnels. You'll find an access door in the rock face just outside the power plant. Other side of the spillway. According to these blueprints, they lead you, more or less, right to the old locking mechanisms under Solitary. More or less? Well, there are some stains on the map. And a few areas that are a little fuzzy engineering-wise. I mean, it's old. But yeah, eventually you will get to the locking mechanisms. Okay. And then what? You tear out or smash anything that looks remotely like a switch, fuse, panel, cable, wire, vacuum tube. You get it? Yeah, I get it. Sabotage the thing. Exactly. You do that, and Donner is locked in for good. Probably. Probably? Hey, I'm not a prison designer, okay? But yeah, as I read these blueprints, probably. Okay. Wish me luck. I mean, it'll definitely buy us some time. I think. I'm going now, Jace. Hang on. What? Good luck. Well, okay. Let's find those steam tunnels. Ja, die werden wir suchen, aber ich frage mich eigentlich auch, die in der Einzelhaft, die müssen ja auch langsam auch erfrieren, weil letzten Endes, die haben ja keinen Strom da drin, ist ja trotzdem eiskalt. Das ist das eine und vor allem, die müssen ja auch verhungern und verdursten. Also irgendwann haben sie ja kein Essen und kein Trinken mehr. Das müsste doch eigentlich dann ihr Tod sein, so oder so. So, hier looten wir mal alles durch. Habe ich gerade schon aufgemacht. Die eine Schublade ist schon ein bisschen offen. Noch ein Riegel. Was haben wir hier drin? Thank goodness. Hallo Teekanne, grüß dich. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich hier wieder diese Handschuhe aufgenommen, die brauchen wir nicht. Neues Nähset wäre nice. Die Mütze hier brauchen wir auch nicht. Wir könnten aber auch das Gewehr gleich mal, also den Revolver gleich mal putzen. Aber das machen wir alles mit der Ruhe. That'll come in handy. So, das nehmen wir alles mit. Was sagt denn jetzt die Quest? Das ist dann auch auf der Seite hier, wo wir sind. Oder zumindest kommen wir dahin. Hier ist die Wasseranimation schon etwas besser, aber in dem einen, bei dieser einen Brücke gerade eben sah das sehr furchtbar aus. Skihandschuhe, die nehmen wir mit. Müssten eigentlich auch besser sein. Ja, sind sie auch.
Wir können uns auch mal einen Kaffee gönnen, weil wir sehr müde sind so langsam. Ich weiß noch nicht, was wir hier alles entdecken werden, deswegen trinken wir lieber mal einen Kaffee. Damit uns nicht so schnell die Puste ausgeht. Hier, mal gucken. Da ist immer noch verschlossen. Die brauchen wir, denke ich mal, nicht mehr. Interessant. Also vom Design her ist das schon mega cool, muss man auch mal sagen. Man muss auch absolut wieder loben. Insgesamt sieht das ja schon sehr cool aus. Ja, die Wasseranimation ist halt so. Aber, mein Gott, Kleinigkeiten. Gehen wir da rein. Remember what Jace said. Locking mechanisms. This stuff will come in handy. Na komm, weil die hier liegt, machen wir es einfach mal so, wie das Spiel uns das quasi vorgibt, mit einer Fackel im Versorgungstunnel. Schon richtig cool. Kommt man sich so ein bisschen wie so ein Grabräuber vor oder so. Indiana Jones mäßig mit der Fackel im Untergrund unterwegs zu sein. Vergessenen Tunneln. Ja, die Musik finde ich auch mega gut. Passt zu der Atmosphäre. Ah, ist schon cool, ne? Atmosphärisch auf jeden Fall sehr gut eingefangen. Ein Buch, ein Arbeitsauftrag. Wartungsschicht. Mitarbeiter melden Druckverlust bei der Abnahme von Strom für die interne Erkennung der Zellensteuerung, insbesondere in der abgesonderten Bereichen 4 bis 7. Die Dampfleitung und Ventilschalter müssen auf eine angemessene thermische Regelung überprüft werden. Außerdem müssen gegebenenfalls erforderliche Reparaturen geplant werden. Ein Ohrwärmer. Eine Fackel. Ja, einen Schlafsack brauchen wir nicht nochmal, aber jetzt haben wir einen Ohrwärmer am Start. Das ist sehr gut. Also nächstes Zeit bräuchten wir bald wirklich mal. Der eine Gang, der nach oben führt.